Hallo, ich bin Timo von Paulimod und heute geht es um unsere PM 2500. Wir wollten wieder eine Getriebemaschine vorstellen und das ist die kleinste bei uns im Programm, die aber trotzdem groß genug ist, dass man Kunststoffe, Buntmetalle, Stähle bearbeiten kann. Aber bevor ich jetzt auf die einzelnen Details eingehen, schauen wir uns doch mal die Maschine genauer an. Nachdem wir uns die Maschine jetzt angeschaut haben, will ich noch kurz erklären, für wen oder für was die Maschine geeignet ist und auf die Funktion eingehen. Die Maschine, die ist eigentlich für einen gehobenen Hobbybereich oder schon fast für einen semi-professionellen Bereich geeignet, dadurch, dass die so massiv ist. Bei der Maschine muss man bedenken, sie hat einen 400 Volt Anschluss, das heißt Starkstromanschluss, 16 Ampere muss man haben. Aktuell selber ist es so, dass die Maschine unter 1.700 € kostet und wie ich schon gesagt habe, es ist für alle Stahlsorten geeignet, natürlich auch für Kunststoffe. Obwohl die Maschine so groß ist und so stark ist, hat sie doch relativ kompakte Aufstellmaße. Das heißt im Einzelnen eine Höhe von 580 mm, Tiefe von 570 mm und eine Breite von 1200 mm. Wo wir bei den Maßen sind, auch gleich den Schwenk auf die PM 2700. Die haben wir auch im Programm. PM 2500 heißt, wir haben eine Spitzenweite von 450 mm. Wir haben aber auch die gleiche Maschine im Programm mit einer Spitzenweite von 700 mm. Darum auch PM 2700. Aber rein technisch gesehen sind beides die identischen Maschinen. Das ist der einzigste Unterschied. So, dann erkläre ich mal die Maschine von oben nach unten. Hier ganz oben der wichtigste Knopf, den ihr hoffentlich nie brauchen werdet, das ist der Notausschalter. Mitten im Druck steht die Maschine still. Hier hat man den Einschalter, hier hat man den Ausschalter und hier hat man den Drehrichtungsschalter, dass man entweder die Spindel auf Rechtslauf oder auf Linkslauf stellen kann. Forward oder Reward, beziehungsweise hier die neutrale Mittelstellung. Hier unten, ich habe gesagt Getriebemaschine. Getriebemaschine heißt, wir haben feste Drehzahlen, je nachdem welchen Gang wir einlegen. Bei der Vario, darum heißt sie auch Vario, ist die Drehzahl variabel und beim Getriebe ist sie fest vorgegeben. Wir haben hier 6 vorgegebene Geschwindigkeiten von 105 Umdrehungen pro Minute bis 1600 pro Minute. Dazwischen natürlich verschiedene Abstufungen und je nachdem, wie es mir angezeigt wird, kann ich die Drehzahlen mit dem Wählhebel anwählen. Ich zeige das jetzt einfach mal ganz kurz. Wir wollen jetzt einfach mal eine Drehzahl haben von 105. Dann setze ich hier den Hebel nach links, dass es einrastet und den nach oben. Und jetzt haben wir 105 Umdrehungen. Wenn ich jetzt auf 200 wechseln will, müsste ich nur diesen Hebel hier von links nach rechts drücken. 350 wäre jetzt, wenn ich den Hebel nach oben drücke. Hier haben wir 3 Stufen, hier haben wir 2 Stufen, 2 mal 3 gibt 6. Ihr seht's. Hier unten drunter haben wir noch die Gewindeschneidtabelle. Das heißt, wenn ihr metrische Gewinde machen wollt, dann könnt ihr anhand von dieser Tabelle raussuchen, welche Wechselräder ihr braucht, dass der Vorschub pro Umdrehung exakt ist. Das machen wir hier an der Seite. Ihr seht hier die Wechselräder. Der Motor treibt die Spindel an. Die Spindel treibt über die Wechselräder die Leitspindel an. Und durch den jeweiligen Wechsel der Zahnräder kann man natürlich die Übersetzung ändern. Man sieht auch hier einen Sicherheitsschalter und man sieht auch hier, wie massiv die Maschine aufgebaut ist. Hier natürlich, wie bei jeder Maschine von uns, um Stangenmaterial zu bearbeiten, kann man
die Rohre oder die Stangen, besser gesagt, durch die Spindel durchschieben und hinten rausschauen lassen. Natürlich muss man es dann abschützen, ist jetzt aber ein anderes Thema. Was jetzt wichtiger ist, der Spindeldurchlass beträgt 27 Millimeter. Der zweite Sicherheitsschalter ist natürlich wie bei allen unseren Maschinen hier oben am Spindelschutz. Jetzt gehen wir runter. Hier hinter diesem Federschutz ist die Leitspindel. Die Leitspindel kann ich aktivieren oder deaktivieren, indem ich hier es entweder zu- oder abschalte. Das geht hier über diesen Hebel. Jetzt gehen wir weiter zum Bettschlitten. Der Bettschlitten selber, er hat eigentlich keine großen Überraschungen wie bei jedem Bettschlitten. Man hat hier die Z-Achse, man hat hier die X-Achse, man hat hier die Z-Oberschlittenachse. Der Oberschlitten, der ist verstellbar zum Kegeldrehen. Ihr seht hier, das ist übrigens auch bei jeder Maschine so. Der eine Maschine, bei der kann man den Oberschlitten ein bisschen mehr drehen im Winkel, bei der anderen ein bisschen weniger. Aber es funktioniert bei allen. Hier ist es so. Was hier vielleicht noch ganz interessant ist zu wissen, wir haben hier T-Nuten. Das heißt, man könnte theoretisch den Oberschlitten demontieren, hier einen Schraubstock drauf montieren mit einem Werkstück. Und wenn man dann vorne mit einem Spannzangenflansch beispielsweise einen Fräser einspannt, könnte man hier ganz leichte Dinge fräsen. Wäre möglich, ist aber umständlich, weil ganz ehrlich, eine Fräse wird es natürlich nicht ersetzen, aber wenn man mal kurz in der Not was machen muss, besteht die Möglichkeit. Hier ist natürlich der Schalter für die Schlossmutter geschlossen, die Schlossmutter oben, je nachdem, ob man jetzt Gewinde schneiden will oder nicht. Die ganz, ganz niedrigen Übersetzungen, die dienen auch als Vorschub. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einen längs drehen will, dann kann man das über die niedrigste Übersetzung auch machen. Das geht. Auch da wieder in die Tabelle schauen. Das sind die verschiedenen Übersetzungen hinterlegt. Jetzt kommen wir zu guter Letzt natürlich noch zum Reitstock. Der Reitstock selber hat hier eine Schnellverstellung über den hinteren Hebel. Kann ich ihn verstellen, wie ich will. Hier kann ich die MK2-Pinole nach vorne, nach hinten drehen zum Reiben, zum Bohren beispielsweise oder auch zum Abstützen. Beim Abstützen kann ich natürlich hier oben der Klemmung die Pinole klemmen. Hier hinten haben wir nochmal ein zusätzliches Handrad. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Leitspindel ausschalte, kann ich hier hinten mit dem Handrad, wenn ich das reindrücke, seht ihr, Sicherheitsverkehrung, kann ich quasi drehen und den Schlitten nochmals verstellen. Voraussetzung natürlich ist es, dass die Schlossmutter geschlossen ist. Das ist nochmal eine optionale Möglichkeit, die einem die Maschine bietet, als einzigste Maschine, die wir hier haben, für denjenigen, für den das wichtig ist. So, das breites Maschinenbett, wie ihr hier seht, ist auch sehr massiv ausgeführt. Vor allem auch, wenn ihr es von vorne aus anschaut. Ist quasi eine gerade Fläche. Die Maschine ist wirklich sehr, sehr verwindungssteif. Und wenn wir jetzt nach vorne gehen, auch noch mal ganz kurz zum Backenfutter zu kommen. Die Maschine hat ein 125 mm Futter, 3 Backenfutter. Übrigens, alle unsere Maschinen werden serienmäßig mit 3 Backenfuttern ausgeliefert. Es ist quasi nur der Durchmesser vom Backenfutter, der anders ist. Hier an der Maschine auch ein wichtiger Wert. Der Umlaufdurchmesser über Maschinenbett liegt bei 250 mm. Das heißt, damit kann man auch größere Teile bearbeiten. Ich stelle mir jetzt gerade eine Bremstrommel vor oder eine Bremsscheibe von einem kleineren Fahrzeug. Aber ihr wisst selber am besten, was ihr mit der Maschine bearbeiten wollt. So, darum kann man auch das Backenfutter wechseln. Im Zubehör gibt es zum Beispiel auch ein 4-Backenfutter zentral verstellbar, genauso wie es ein 4-Backenfutter einzeln verstellbar gibt, um exzentrische Teile auszudrehen oder exzentrische Teile zu bearbeiten. Natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, kann man sich auch einen 125 mm Durchmesser Spannflansch mit eher 32 Spannzangen an die Maschine montieren, um Werkstücke einzuspannen oder auch um Werkzeuge einzuspannen, wie ich schon gesagt habe, dass man dann hier was man hier vorne in dem Bereich eingespannt hat, bearbeiten kann. Eine Getriebemaschine läuft im Ölbad. Hier unten an der Seite kann man kontrollieren, ob noch genug Öl drin ist. Im Wesentlichen ist es so, dass wenn Öl fehlt oder wenn man einen Ölwechsel machen muss, ist es
gar kein Problem, sich einfach ein günstiges Öl vom Discounter zu holen oder von Rudis Resterampe oder aus dem Baumarkt oder weiß der Kuckuck woher. Das Wichtige ist, es muss das richtige Öl sein. Das ist entweder ein SAE 80 oder ein SAE 90 Öl. Und das ist die Viskosität, Entschuldigung, also SAE 80 oder SAE 90 und maximal SF3. Das ist ein ganz, ganz einfaches Getriebeöl, weil es ein ganz, ganz einfaches Getriebe ist. Teurer ist da nicht besser, im Gegenteil, macht es einfach nur regelmäßig und alles ist gut. Wie schon gesagt, das ist kein Getriebe von einem Sportwagen, das ist ein ganz einfaches, geradverzahntes Getriebe. Dazu kommt auch noch, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, dass eine Getriebemaschine natürlich etwas lauter ist wie eine Maschine mit Varioantrieb. Viele sagen so am Anfang, das stört mich ein bisschen, die Maschine selber sollte doch so leise wie nur möglich sein, aber der hauptsächliche Lärm, der größte Geräuschpegel ist immer noch die Bearbeitung selber. Und ab dem Moment, wo ihr anfangt zu bearbeiten, ist die Maschine nicht so laut, dass die höher wäre wie euer Bearbeitungsgeräusch selber, selbst wenn ihr Aluminium oder sowas abdreht. Also, es ist ein Argument, aber kein besonders starkes zu sagen, ich möchte eine möglichst leise Maschine. Das kriegt ihr eigentlich nur beim Einschalten mit und beim Ausschalten, aber während der Bearbeitung selber ist das Argument einfach hinfällig. Aber hört einfach mal am besten selbst, ich werde es jetzt anschmeißen, bei verschiedenen Drehzahlen. Ihr seht an der Hebelstellung, wir sind jetzt bei 300 Umdrehungen. Ich schalte die Maschine an und ist in Ordnung. Jetzt gehen wir auf eine höhere Geschwindigkeit und zwar gehen wir jetzt einfach mal auf 1000 Umdrehungen. Dazu habe ich beide Schalter nach rechts gestellt. Jetzt haben wir 1000 Umdrehungen. Und zu guter Letzt gehen wir auf 1600 Umdrehungen, also auf die Höchstdrehzahl. Ihr seht und hört, ist durchaus akzeptabel. Unter dem Produktfoto bei uns im Online-Shop ist natürlich der Reiter Zubehör. Damit könnt ihr natürlich die Maschine individuell aufwerten oder so erstellen, wie es euren Bedürfnissen am besten entspricht. Ich denke jetzt gerade beispielsweise an die heilige Dreifaltigkeit, was ich immer so gerne erwähne, die mitlaufende Zentrierspitze, Bohrfutter und ein Drehmeißelset. Im nächsten Schritt natürlich ein Multifix-System. Wie ich schon vorhin erwähnt habe, kann man natürlich auch die Backenfutter wechseln. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, die Maschine individuell so anzupassen, dass es der Bearbeitung, die ihr gerade macht, am nächsten kommt oder am besten entspricht. Schaut euch da am besten mal selber rein. Ganz klar, zu der Maschine selber kommt natürlich auch wieder der Testrecord. Die Maschinen, die werden natürlich im Werk geprüft auf Geometrie, kommen zu uns, werden ausgepackt, werden gereinigt. Alle Funktionen werden nochmal geprüft. Und erst wenn sie in Ordnung sind und gecheckt sind, kommen sie zu euch. Erkennt an dem grünen Punkt oben an der Holzkiste, das ist das Zeichen, dass die Maschine geprüft ist und auch für den Verkauf freigegeben wird. Das habt ihr, schaut es euch einfach mal spaßeshalber an. Da wir die Maschine ja auch mal live und in der Arbeit sehen wollen, haben wir jetzt einfach mal was vorbereitet. Ich stelle kurz die Maschine ein, dann drehen wir kurz eine Runde. Ich werde einmal plan drehen, einmal längs drehen, einfach nur, dass man mal sieht an einem Stück Stahl, wie die Maschine funktioniert. Top, die Wette gilt. Timo von Braunibund wettet, dass er jeden Knopf binnen 30 Sekunden einmal gedrückt hat. Genau. Ich sage top, die Wette gilt. Mist! Not aus.
Okay. So, wir haben jetzt mit der Maschine zerspart, wir haben Plan gedreht, wir haben längs gedreht, wir haben einen Absatz reingedreht und wir haben über die Z-Oberschlittenachse und über die X-Achse auch noch in etwa einen Grad eine Phase dran gedreht. Einfach nur mal zu demonstrieren, wie es läuft. Und ihr seht selber, ist recht gut geworden. Auch wenn ich jetzt nicht aufs Maß geachtet habe, aber die Oberfläche, die ist wirklich okay. Wie schon gesagt, ihr bekommt wirklich ein tolles Drehergebnis hin. Das würde auch mit Edelstahl funktionieren. Das wäre jetzt kein Problem. So, jetzt sind wir am Ende vom Video. Mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, abonniert uns, lasst uns ein Like da. Stellt irgendwelche Fragen, die euch interessieren oder irgendwelche Feststellungen unten in die Kommentare. Wir freuen uns immer, wenn wir da direkt lesen, was euch auf dem Herzen liegt. Okay, in dem Sinne, ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Timo.